auf Ithaka mit Frau und Sohn, so lebt er da. Telemachus, der Sohn benannt, die Frau Penelope weithin bekannt. Odysseus hieß der stolze Mann, führt Ithaka mit weiser Hand. Doch soll nach Troja in die Schlacht, hätt sein Leben lieber ruhig verbracht. Stellt sich verrückt und sät mit Salz statt mit Samen. Doch sie legen den Sohn vor den Flug, konnten ihn so enttarnen. Das war Odysseus, der ausgefuchste Mann. Für jedes Problem schmiedete er einen Plan. Ob trojanisches Pferd oder Flucht vor dem Riesen, wenn man den gerissensten suchte, dann gab es nur diesen. So war wohl Odysseus. Auf dem Weg nach Troja sammelt er Männer ein. Auch Achilles wird einer davon sein. Sie gewinnen den göttlichen Krieg. Odysseus' Idee mit dem Pferd verhilft zum Sieg. Doch der Weg nach Haus ist unendlich lang. Odysseus selbst glaubt schon fast nicht mehr dran. Plündern bei den Kikonen zuerst eine Stadt. Seine Männer feiern zu lang, Verstärkung naht. Odysseus bringt schnell noch viele in Sicherheit. Doch 72 erliegen dort ihrer Sterblichkeit. Das war Odysseus, der ausgefuchste Mann. Für jedes Problem schmiedete er einen Plan. Ob trojanisches Pferd oder Flucht vor den Riesen, wenn man den gerissensten suchte, dann gab es nur diesen. So war wohl Odysseus. Bei den Lotusessern kehren sie als nächstes ein. Der Lotus verwirrt, die Männer wollen nicht mehr heim. Doch Odysseus packt sie und zerrt sie aufs Schiff, binden sie fest und segeln weg vom Riff. Als nächstes ergreift sie der Kyklop Polyphem. Dieses Monster fraß Männer und einige vergehen. Sie blendeten ihn mit einem heißen Stock und unter Schafsbäuchen hängend kam der Rest fort. Odysseus nannte sich niemand, doch durch Arroganz schrie er Polyphem zu vom Schiff aus der Distanz. Wenn jemand fragt, wer dich geblendet hat, dann sage Odysseus, Sohn des Laertes aus Ithaka. Durch diesen Fehler seine Irrfahrt beginnt, weil der Vater Polyphems Poseidon auf Rache sinnt. Das war Odysseus, der ausgefuchste Mann. Für jedes Problem schmiedete er einen Plan. Ob trojanisches Pferd oder Flucht vor dem Riesen, wenn man den gerissensten suchte, dann gab es nur diesen. So war wohl Odysseus. Doch noch hat er Glück, kommt bei Aiolos an Land. Ist ihnen wohlgesonnen, hält ein Geschenk in der Hand. Der Gott der Winde schenkt ihnen einen Lederschlauch, hält alle Winde gefangen, nur nicht den Wind, den er braucht. Sie kommen rasch voran, die Heimat ist in Sicht. Doch Odysseus schläft ein und die Mannschaft glaubt ihm nicht. Denken, in dem Sack sei Gold und schneiden ihn auf. Durch diese gierige Tat brechen alle Stürme aus. So reißt es alle 12 Schiffe zu Aiolos zurück. Das markiert das Ende von Odysseus großem Glück. Das war Odysseus, der ausgefuchste Mann. Für jedes Problem schmiedete er einen Plan. Ob trojanisches Pferd oder Flucht vor dem Riesen, wenn man den gerissensten suchte, dann gab es nur diesen.
Schiffe erschreckt. Denkt nun, dass ein Fluch in Odysseus selber steckt. Er hilft ihnen nicht mehr, sondern sendet sie fort. So fahren sie weiter zu unbekanntem Ort. Die nächste Insel lockt die Schiffe heran. Die Männer wollen rasten und Nahrung suchen dann. Doch mestrigonische Riesen brechen plötzlich hervor, zerstören Schiffe und fast alle werden gefressen dort. Von 12 Schiffen nur ein einziges entkam. Odysseus darauf weiß, der Heimweg wird lang. Hier bringt nur Unglück, das kann man hier sehen. Nur aufgrund dieser muss die Fahrt weitergehen.